Hallo meine Lieben, heute habe ich mal wieder ein Graupappe-Projekt für euch und zwar habe ich mir eine Notizbuchhülle überlegt. Die werde ich dann auch mit Buchbinderleinen beziehen und da drin hat es auch einen Stiftehalter und es ist sehr vieles selber gemacht darin, aber das seht ihr dann alles und mehr dazu seht ihr auch gleich nach dem Intro. Also das heutige Projekt, was ich machen will, ist hier so eine Einfassung für ein Notizbuch. Das war der Prototyp, da habe ich noch ein paar Verbesserungen reingemacht für heute und da arbeiten wir eben mit Graupappe, auch hier oben drauf, um das Ganze oder die Farbe so ein bisschen zu wiederholen. Hier oben habe ich das Papier mit Buchschrauben festgemacht, die sieht man dann auf der Rückseite halt. Dann habe ich hier einen Stiftehalter reingemacht, das Papier habe ich selber gedruckt. Da könnt ihr natürlich auch ein Designpapier nehmen und auch die Notizseiten habe ich selber gedruckt. Und zwar ist das Ziel, dass ich solche abreißbaren Seiten habe, weil das eben hier fest verankert ist. Und da habe ich auch ein cooles neues Tool dafür. Festgemacht ist das Ganze, hier drin hat das Magnete und hier auf der Seite hat das Magnete und so wird das dann zusammengehalten. Und obendrauf, finde ich extrem cool, habe ich eine Brickfolie, also eine Heat-Transfer-Folie gemacht, Hitzetransferfolie. Und ich finde das so cool. Ja, genau, das machen wir heute. Und wo starten wir? Vielleicht kurz zeige ich euch, wie ich das Papier gemacht habe. Ich arbeite da mit Canva. Das ist ein Programm, da steht bis zu einem gewissen, also es gibt Funktionen, die nur für Abonnenten zur Verfügung stehen, aber es gibt eben auch sehr viele Optionen, die auch für solche ohne Abonnent zur Verfügung stehen. Und zwar habe ich hier, das kennt ihr vielleicht noch aus der Weihnachtsserie, ich habe hier einfach unter Elemente einfügen, habe ich geschrieben Star. Und dann was Grafiken, da müsst ihr einfach so ein bisschen runter scrollen und dann findet ihr den, der hatte auch eine andere Farbe, der war glaube ich gelb, den habe ich ganz einfach dann hier die Farbe geändert und den auf schwarz gestellt. Dann hier kleines Helferlein, da habe ich die Schriftform verwendet Shadow Script. Und unten ist es Amatic SC, sind beide Schriften von Canva, weil bei Canva könnt ihr nicht eure eigenen Schriften hochladen, respektive, ich sehe gerade Schrift hochladen. Okay, früher war das so, dass man nicht seine eigenen Schriften verwenden konnte, anscheinend funktioniert das jetzt super, entdecke ich auch gerade. Und die Punkte sind ganz einfach. Ich habe hier ganz einfach bei Zeichnen, habe ich einen fetten Stift genommen, das auf schwarz gestellt und die Höhe oder die Breite umgestellt. Ich kann euch das kurz mit Rot zeigen. Dann seht ihr es vielleicht am einfachsten funktioniert das, wenn ihr dann mit dem Finger tippt, weil dann bekommt ihr einen schönen Kreis. Ne? So habe ich den eingefügt. Genau, also hier kleines Helferlein, wenn mal wieder zu viele Dinge im Kopf herumschwirren. Das habe ich so gemacht und ich verhelfe mir hier jeweils, dass ich einfach ein Rechteck dahinter lege, damit ich sehe, ne, wie viel Platz, also ich messe mir das ab, wie viel Platz habe ich hier und dann kann ich das dahinter legen und dann sehe ich nämlich auch, wie groß der Text sein darf. Das habe ich einmal gemacht, plus dann habe ich eine Seite gemacht, nur mit den Sternchen und den Punkten. Und dann eine Seite, wo ich die To-Do-Liste habe. Also To-Do-Liste ist die gleiche Schriftart wie vorne, das Amatic SC. Dann oben, damit ich die Löchlein immer am selben Ort mache, habe ich die Löchlein eingefügt. Also ich habe das einmal alles so gemacht. Hier oben hatte ich einen Balken, der, was hatten wir hier, 2 cm mal 10,5 ist. Dann die Punkte da
schön ausgemittet und das hier unten ist auch wieder eine Grafik. Das ist allerdings mit der Pro-Version, hatte ich hier solche Linien verwendet und das einfach, also es war das hier, hat nur 4 Linien und ich habe es dann einfach zweimal drauf gemacht. Genau, das alles ausgemittet, dann alles gruppiert und das dann einfach schön auf der Seite so ausgelegt, dass ich das Blatt quasi einfach, das ist ein A4-Blatt, also kann ich das einmal auf A5 schneiden und dann noch einmal schneiden, dann habe ich 4 A6 Blätter. Genau, das habe ich dann so gemacht. Das oben habe ich auf ein 220 Gramm Papier gedruckt, also die ersten beiden. Und dann hier unten für die Notizseiten habe ich ein 80 Gramm Papier verwendet. Das ist das, was ich vorbereitet habe in Canva und das so ausgedruckt habe. Dann starten wir erstmal mit der Graupappe, dann kann die nämlich auch schon ein bisschen trocknen. Und zwar werde ich hier, oder habe ich hier geschnitten. Ich habe einmal, also alle 5 Stück sind von der Höhe her 15,6 cm. Dann habe ich eins 12,9 cm in der Breite und zwar einfach aus dem Grund, dass das hier dann, ihr seht, bei mir kommt das nicht bis ganz vorne. Das wollte ich, dass das hier bis ganz vorne kommt. Von dem her ist es 12,9. Das zweite Stück ist dann 12,7. Also die beiden. Und dann habe ich 2 Streifen 1,5 cm geschnitten und einen nur 1,3 cm. Das ist ganz einfach der hier, weil ihr seht, bei mir ist das hier quasi zu hoch und deshalb ist der hier jetzt nur noch 1,3. Genau, das habe ich noch verbessert und dann hier oben, da eine A6 Seite von der Breite 10,5 ist, habe ich das natürlich auf 10,5 geschnitten und von der Höhe her habe ich 1,5 cm gemacht, damit wir das dann hier oben drauf machen können. Das ist das. Und beziehen werde ich das hier mit Buchleinen. Da habe ich circa, also von der Höhe her sind es 18,5, damit ich 1,5 cm oben und unten habe. Und dann von der Länge sind es circa 18,5. Ich schneide die in der Länge jeweils nicht ab, sondern klebe zuerst und dann schneide ich das Ganze. Jetzt, damit ich das nachher auch richtig platziere, zeichne ich mir hier kurz die 1,5 cm ein. Dann kann ich da dann die Graupappe einfach schön dran legen. Und das hier auch auf der Seite. So. Dann brauche ich hier meine Unterlage, ein feuchtes Tuch, ein Zewa, dann habe ich den Leim, dieser Call All, den habe ich hier oder ein bisschen davon umgefüllt, weil der war ganz einfach zu dick flüssig und ja, deshalb habe ich den noch so ein bisschen verdünnt. Und da kann ich das jetzt einstreichen. Für die großen Flächen habe ich hier gerne diesen Silikonpinsel, weil damit kann man das wunderbar auf der Graupappe verteilen. Ich hoffe jetzt, ich habe den nicht zu fest aufgedünnt. Aber es lässt sich definitiv besser damit arbeiten als das erste Mal, wo ich euch mitgenommen hatte und ich den kaum verstreichen konnte. Und jetzt kann ich das schön hier eben an die Linie anlegen, die ich eingezeichnet hatte. Und das erste hier, das ist eben die 12,9. Dann nehme ich hier einen Abstandhalter, der ist 1,5 cm. Und jetzt kommt zuerst eins, was 1,5 cm breit ist. I was at the wrong place at the right time.
'cause suddenly there you were. Auch wieder schön unten an die Linie und dann schön an meinen Abstandhalter dran. Halte ich kurz ein bisschen fest, dass das anziehen kann. So. Dann das nächste sind die 12,7. Blue eyes. We were conversing under the night sky when you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy, I will let my guard down. Don't wanna be shy. Und dann kann das auch wieder auf die Linie direkt an den Abstandhalter dran. Und wenn ihr euch fragt, wie ich das hinbekommen habe, dass ich die Graupappe so genau schneiden konnte, ich mache das jeweils mit einem Schneidelineal, den ich auch fürs Nähen verwende, weil der hat eine harte Kante. Und dann habe ich hier einen Rollschneider, den ich nur für die Graupappe verwende. Und mit dem geht es echt super, weil ihr braucht ja da gar nicht viel Druck. Ihr müsst einfach ein paar Mal hin und her und das funktioniert dann halt einfach mit diesem Rollschneider extrem gut. So, als nächstes kommt die 1,3. Den hier kurz aus dem Weg schaffen, aber ihr seht, da könnt ihr wunderbar ihn mit einem nassen Tuch einfach abputzen. Und dann ist er auch schon wieder sauber. Ich finde das klasse. So, jetzt. 1,3 habe ich gesagt. Auch wieder schön auf die Linie und an den Abstandhalter dran. Und dann kommt am Schluss noch die 1,5. Jetzt hätte ich fast schon einen Fehler gemacht und schon geleimt, aber hier drüben ist es kein Problem, da kommen die Magnete, können wir erst, wenn das Buchbinderleinen umgelegt haben, drauf machen, aber hier muss es unter das Buchleinen, so wollte ich sagen. Ich nehme jetzt hier kurz das Tool, das ich sonst verwende, um Ecken abzuschneiden, aber dann nehme ich einfach die Kante hier und zeichne mir das kurz ein, damit ich weiß, dass ich auf derselben Höhe liege. Könnt ihr natürlich auch mit einem Geodreieck oder sonst was machen. Es geht mir darum, dass ich sehe, dass das auf derselben Höhe liegt. Und dasselbe mache ich hier kurz. Respektive, ich brauche das Geodreieck trotzdem kurz, weil ich will hier, das sind ja 1,5, aber so wäre die Mitte bei 0,75. Zeichne ich das hier kurz ein. Und dasselbe mache ich hier drüben. Kann ich nämlich den Magneten genau gleich anlegen. Das heißt, ich nehme hier kurz meine Magnete. Ich versuche, meine Magnete zu nehmen. So. Und dann kann ich hier kurz einzeichnen. Lege den so in die Mitte. Zeichne da einfach ringsherum. Weil ich will die Graupappe so ein kleines bisschen aushöhlen. Damit das dann nicht so aufsteht. Weil dann kann ich mit einem Präzisionsmesser das kurz ein bisschen, also ihr könnt einen Kreis schneiden, ich schneide hier eher einfach kurz ein Viereck aus, es geht ein bisschen einfacher. Nicht durchschneiden, sondern einfach die Graupappe so ein bisschen anritzen. So dass ihr da drunter könnt und so eine Schicht ablösen könnt. Und wenn ihr den Magneten dann rauflegt, merkt ihr auch so ein bisschen, na, ist der noch erhöht oder ist das hier eine ebene Fläche? Das passt so für mich. Und das mache ich eben auch an allen 4 Stellen.
Könnte natürlich auch eine andere Art von Verschluss nehmen, aber ich finde es hier wirklich praktisch. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich dann jeweils das Gegenüber nehme. Das heißt, der Magnet kommt hier schon mal rein. Dann liegen hier die beiden Magnete drinne. Und jetzt kann ich das Ganze hier noch draufkleben. Und zwar eben so, dass die Magnete nach unten gucken. We went to a small bar with neon lights. Talked about everything that was on our mind. Talking to you gave me butterflies. Then you took my hand, said let's leave. Abstandhalter. Und auch wieder schön unten an die Linie. Und dann kann ich auch hier die 1,5 cm noch einzeichnen. Perspektive, ich kann es auch gleich schneiden. Passt. Wunderbar. So, jetzt können wir die Ecken von der Graupappe abschneiden. Man sieht hier die Magnete ein kleines bisschen, aber eben nicht so, wie wenn ich das dann auf das Buchbinderlein drauf machen würde. Jetzt überlege ich gleich, wie ich das am besten mache. Ich glaube, es sollte gehen, dass das Magnet durch das Buchbinderlein auch noch haftet. Von dem her mache ich die jetzt hier gleich schon rein. So. Und jetzt können wir hier die Kanten umschlagen. Und hier die Ecke so ein bisschen runterdrücken. Dasselbe auf der anderen Seite. Und dann noch die lange Seite. Und dann hier aus der Mitte das hochziehen. Dann haben wir hier schon wunderbar unsere Hülle. Und so passt es jetzt auch ein bisschen besser, wenn das Teil eben so ein bisschen kürzer ist. Genau. So. Jetzt können wir das kurz ein bisschen trocknen lassen. Und wir haben ja noch dieses kleine Teil. Und
das ist eben 10,5 mal 1,5 und hier das Buchbinderlein habe ich zurechtgeschnitten auf 13,5 mal 4,5 und dann habe ich noch ein kleines Teil für oben drauf, das ist 10,3 mal 1,3 und das können wir auch noch kurz hier kleben. Könntet ihr natürlich auch mit Designpapier bekleben, aber ich fand das schön, das Buchlein hier auch nochmal aufzunehmen. Aber ihr macht es natürlich genauso, wie euch das am besten gefällt. Das habe ich jetzt nicht eingezeichnet, das mache ich jetzt mal so ein bisschen nach Augenmaß. Dann auch hier die Ecken kurz abschneiden. Und auch hier die Seiten umlegen. Ich merke gerade, wir brauchen dieses hintere Teil gar nicht. Weil wenn ihr das eben in der Größe zurechtschneidet, überschlägt es sich quasi so. Und dann haben wir hinten auch alles schon abgedeckt. Man sieht das von unten ja nicht immer, sagen wir es mal so, aber dann, wenn das Ganze ausgetauscht wird, der Schreibblock quasi voll ist, und deshalb verwende ich auch Buchbinderschrauben, damit man das dann auch nachfüllen kann quasi. Und dann sieht man es und ja, deshalb wollte ich das auch hier zugedeckt haben. Aber so ist es tatsächlich auch schon zugedeckt. Wunderbar. Und den Rest werde ich mit normalem Kleber festkleben. Von dem her wasche ich hier kurz meinen Pinsel aus. So, und jetzt kommen wir auch schon dazu, das hier zu verkleben von hinten. Und da habe ich das Papier. Ich muss hier kurz die obere Kante abschneiden, weil bei meinem Papier oder bei meinem Drucker ist es leider so, dass der nicht randlos druckt. Von dem her schneiden wir das hier kurz zurück und dann auch auf der Seite. Respektive, ich gucke mir kurz an, ob das jetzt mittig sitzt. Nee, ich kann hier noch ein bisschen abschneiden. Kleines bisschen. In dem Stil. Von der Länge her muss es 25,5 sein. Und von der Höhe 15,4. Genau, das ist eine. Und dann brauche ich noch eine Seite. Schneide ich das auch hier oben kurz ab. Hier drüben spielt es für mich nicht wirklich eine Rolle, weil das verschwindet dann so ein bisschen unter dem anderen Papier. Hier habe ich gesagt so circa 7 cm.
Und von der Höhe müssen wir natürlich auch auf die 15,4. Weil wenn ich das so mache, dann sollte es jetzt möglich sein, das hier drauf zu kleben. Und hier sollte das circa 1 cm drunter gehen. Das ist genauso. Dann runde ich hier noch kurz die Ecke ab. So. Dann legt sich das auch so ein bisschen schöner drunter dann. Zuerst muss ich das festkleben und das hier drüber, aber da muss natürlich noch hier der Stiftehalter drunter. Ich mache euch dann den Link unten in die Beschreibung rein. Ich behaupte, ich habe die vom Kreativdepot, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich schreibe es euch dann rein. So, und jetzt können wir das so mittig hier unter das Papier kleben. Und hier hinten hat es keine Klebeschicht, da gebe ich einfach kurz so 3 Streifen Doppelklebeband drauf. Einfach um sicher zu gehen, dass das dann auch klebt und sich da nicht löst. Wie gesagt, zuerst muss die Seite hier festgeklebt werden und hier verwende ich ganz einfach meinen Lieblingskleber, Zementitkleber. Könnt ihr, wenn ihr das mögt, natürlich mit dem Buchbinder Leim weitermachen, aber ich kann mit dem so ein bisschen besser arbeiten. So, und dann lasse ich hier einen gleichmäßigen Abstand oben und unten. Und hier auf der Seite. Und dann können wir das hier festmachen. Ich mache zuerst das Äußerste. Und dann gehe ich hier schon mal in die Falz rein. Hefte schon mal so ein bisschen, dass es sich dann hier auch richtig legt. Dann gehe ich hier zum nächsten. Helfe der zweiten Falz hier auch und gucke, dass ich das schön umlegen kann. So, und dann gehe ich zum dritten Teil. Dann sollte sich das hier schön umlegen lassen, ohne dass sich das Papier großartig wieder hebt. So, das war die erste Seite und jetzt kümmern wir uns auch noch um die zweite Seite, die hier drüben hinkommt. Und dann gucke ich natürlich auch hier auf der Seite wieder. Dass das gleichmäßig oben und unten liegt. Und dann gucke ich auch hier, dass ich schön mit dem anderen Papier abschließe. Dann müssen wir natürlich auch hier gucken, dass das schön in die Falz reingeht. So, dann haben wir hier schon mal
eine schöne Hülle. Und bevor ich jetzt mit dem Schreibblock weitermache, mache ich das so, dass ich hier den Deckel verziere. Und zwar, wo auch immer das gelandet ist. Ich habe das schon ausgeschnitten. Nochmal dasselbe, was ich hier hatte. Der Spruch ist von Creative Fabrica. Habe ich ganz einfach nach Do What You Love, Love What You Do gesucht. Und die Folie selber ist die Brick-Folie von Sisa. Ich liebe die auf Pullis einerseits, aber eben auch für solche Sachen finde ich die Hammer. Und ich habe die mit der Cricut Joy geschnitten. Schneideeinstellung habe ich verwendet die Glitzerfolie. Also beim Hitzetransfer Vinyl die Glitzerfolie, mit der hat das wirklich wunderbar funktioniert. Hier ziehe ich die jeweils wirklich schön vorsichtig ab. Nicht, dass sich irgendetwas löst, was sich nicht lösen sollte, weil der Träger ist nicht rückklebend. Und das ist dann so ein bisschen mühsam zum Transferieren, wenn sich das lösen sollte. Deshalb einfach schön vorsichtig. Haben wir das auch schon. Und das übertrage ich jetzt hier eben auf den Deckel drauf. Die Hitzepresse habe ich auf 150 Grad 15 Sekunden eingestellt. Können wir das hier noch kurz ein bisschen bügeln, damit das dann auch besser hält. Ich habe hier extra die Matte verwendet, die ich von Art... Ach, wie heißt denn die? Ah, ich mache euch den Link unten rein. Es war von den Sublimationsstempelkissen, aber die gibt mir hier einfach einen stabilen Untergrund. Könnt zum Beispiel auch ein Brett drin verwenden. Dann kann ich hier den Spruch schön mittig platzieren. Gerne auch gerade. Ich würde sagen, das passt. Dann mache ich das Backtrennpapier drüber, einfach um hier so ein bisschen das Büchlein auch zu schützen. Und dann gehe ich hier für eben 15 Sekunden drauf, 150 Grad. Das war es auch schon. Und dann nehme ich das hier wieder runter, weil das Thema ist, das ist eine Folie, die ihr kalt abzieht. Das heißt, ihr könnt das auch so ein bisschen, wenn ihr einen kühlen Tisch habt, oder auch ans Fenster zum Beispiel, wenn das kühl ist. Und dann sollte ich das hier eigentlich lösen können. Ich merke jetzt, einige Stellen sind noch nicht ganz. Ich könnte jetzt noch mal so drauf gehen, aber... Ah, nee. Muss das noch mal pressen. Hat vom Untergrund her, braucht das anscheinend ein bisschen länger. So, ich habe es noch komplett, also ich habe es 30 Sekunden gepresst jetzt und das komplett auskühlen lassen. Und so kann man es auch abziehen. Ich weiß nicht, wie gut es rüberkommt in der Kamera. Aber es sieht echt Hammer aus und es ist halt einfach auch von der Haptik, finde ich es cool. So, dann haben wir schon mal die Hülle. Und jetzt müssen wir das noch mit Inhalt füllen, ne? Für den Inhalt habe ich, wie gesagt, eben die Seiten gedruckt, A4. Und kann ich jetzt ein paar nehmen.
Jetzt habe ich ja gesagt, dass, also ich habe 13 Seiten gedruckt und die muss ich jetzt bei 14,85. Das heißt, ich gehe zwischen 0,8 und 0,9. Schneide das. Und dann noch bei 10,5. Und dann müssten die Seiten alle gleich groß sein. Und wenn euch die Schritte jetzt zu mühsam sind, ihr könnt natürlich auch einen Schreibblock kaufen. Aber ich wollte das hier vollständig selbst gemacht haben. Und jetzt kann ich hier oben mit der großen Stanze ganz einfach diese grauen Löchlein, die ich gemacht habe oder auch mitgedruckt habe, kann ich die aufstanzen, dann passt nämlich alles auch wieder aufeinander. Und die Löchlein brauchen wir jetzt natürlich auch hier noch. Dann nehme ich einfach eines der Blätter und lege das so hin, wie ich das gerne haben möchte, nämlich hier an die Kante und dann oben und unten mit demselben Abstand, schön gerade. Und dann zeichne ich mir hier die Löchlein ein. Und kann die auch noch ausstanzen. Und dasselbe müssen wir auch mit dem hier machen. Das heißt, ich gucke, dass es auf den Seiten schön abschließt und dann oben nicht drüber hinaus guckt. Und genauso zeichne ich mir das auch noch hier auf dieses Teil ein. Und kann hier die Löchlein auch noch machen. So, das wäre das. Jetzt will ich mit den Seiten noch was machen, weil ich möchte eben, dass man die abreißen kann. Und da habe ich von Tim Holtz dieses coole Tool, das ist so ein Mini-Perforierungsroller. Dann nehme ich meine Schneidematte, dann das Geodreieck, weil ich mache jetzt bei jedem Blatt, wie gesagt, ihr könnt sowas auch kaufen oder könnt es sein lassen. Ich glaube, ich kann jeweils 2 Blätter nehmen, das geht. Dann lege ich das hier bei 2 cm an und kann hier wunderbar dem Lineal entlang das rollen. Ich glaube, ich mache das pro Seite. Geht, glaube ich, einfacher. Mit sowas würde ich jetzt natürlich nicht in die Massenproduktion gehen, aber für eine ganz liebe Freundin finde ich, ist das ein schönes Mitbringsel. Und jetzt habe ich es so gemacht, dass ich sie hinten festschraube. Das heißt, ihr könnt euch entscheiden, wollt ihr die Schraube oben sehen oder hinten. Dann kann ich einerseits hier die Buchschrauben in den Streifen reingeben. Und dann die Seiten auffädeln. Ich nehme kurz einfach eine Seite, damit ich sehe, welche Seite das ist. War nicht die, sondern so. Genau.
So kann ich die jetzt noch hier drauf fielen. Dann müsst ihr so ein bisschen gucken, dass natürlich da dann auch die Schrauben noch, also dass ihr noch genug Platz habt, um das hinten festzuschrauben. Dann können wir hier noch die Schrauben festzurren. Das Schöne daran ist eben, dass man das dann auch wieder auffüllen kann. Das heißt, diejenige, der ich das schenke, die kann dann natürlich das auch von mir wieder ausfüllen lassen. So, Schreiber nehme ich hier kurz raus. Den können wir jetzt hier ins Gummi reinmachen. Der hat wunderbar hier auf der Seite Platz. Und so habt ihr wunderbar eine, wie ich finde, extrem coole Hülle für Notizzettel. Ich merke, ich hätte hier sogar noch ein bisschen weiter rüber gehen können, damit das hier nicht anschlägt und hier habe ich noch ein bisschen mehr Platz. Aber ja, dann haben wir hier eben das Coole, dass man die ganz einfach abziehen kann und so quasi einen kleinen Schreibblock mit einer To-Do-Liste hat und wenn die voll ist, man einfach die nächste Seite nehmen kann. Und wie gesagt, hier der manuelle Prozess von wegen jede Seite einzeln perforieren und eben das Zuschneiden und alles. Wenn euch das zu viel ist, ihr könnt natürlich auch einen fertigen Schreibblock nehmen, dann einfach gucken, dass die Größe passt oder wenn ihr meine Maße nehmen wollt, dass ihr hier auf jeden Fall einen A6 Schreibblock nehmt. Oder ihr könntet zum Beispiel auch mit der Thermal Cinch einfach etwas machen, wo es oder Seiten zusammenkleben, wo man die dann einfach abziehen kann der Klebekante entlang. Das wäre auch eine Option. Dann würdet ihr einfach diesen Streifen weglassen und ja, eben zum Beispiel hinten eine Vorrichtung machen, eine Tasche, wo man die hinterste Seite dann reinschieben kann und so auch einen austauschbaren Schreibblock hat. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Eben wie ihr so eine coole, wie ich finde, Hülle für einen Notizblock machen kann. Muss jetzt nicht eine To-Do-Liste sein, da könnt ihr natürlich reinmachen, was euch gefällt. Das mit Magneten zusammengemacht. Obendrauf die Brick 600 Folie von Siese und dann eben den Schreibblock drinne mit dem Stiftehalter und das Ganze so perforiert, dass man die Seiten einzeln abziehen kann. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen, dass ihr da auch Lust habt, sowas nachzubasteln und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!